Hallo ihr lieben Rapture-Fans und alle, die es werden möchten. Ich bin Ilja und habe heute ein neues Video für euch. Heute soll es um den Spielaufbau und den Spielablauf gehen. Wenn ihr bisher noch nicht die Videos zu den Regeln und Gameplay von Rapture angeschaut habt, holt das unbedingt nach. Der Spielaufbau bei Rapture ist ganz einfach und erfolgt in folgenden Schritten: Zusammenstellen der Kampfgruppe, Spielfeld abstecken und Modelle kennzeichnen, Geländeaufbau, Missionsauswahl und Missionsaufbau und die Aufstellung der Kampfgruppen. Bei der Zusammenstellung der Kampfgruppe wählt ihr eure Einheiten, mit denen ihr die Partie spielen möchtet. Bei Rapture gibt es mehrere Einheitentypen wie Helden, Verbände, Trupps und Trupp-Upgrades. Helden sind zum Beispiel Einheiten, die aus einem Modell bestehen, während die Einheit Trupp auch beispielsweise aus 3 Modellen bestehen kann, wie hier dieser Phalanx-Trupp. Dabei könnt ihr zwischen allen verfügbaren Einheiten frei wählen und bis zu einem Maximum von 100 Punkten im Standardspiel Einheiten aus einer Fraktion einkaufen. Jede Einheit hat dafür ihre entsprechenden Punktekosten auf der Profilkarte. Normale Einheiten wie Helden oder Verbände dürfen mit ihrem Namen nur maximal einmal mitgenommen werden. Trupps aber dürft ihr auch zweimal mitnehmen, zum Beispiel zweimal den Railgun-Trupp der New World Order. Ihr dürft auch Söldner in eurer Kampfgruppe wählen, müsst aber darauf achten, dass fraktionsfremde Söldner nie mehr als die Hälfte der Punktekosten der Kampfgruppe ausmachen dürfen. Einheiten mit diesem Symbol darf ich nicht gezielt für eine Kampfgruppe auswählen. Diese Einheiten gelangen ausschließlich durch Effekte oder Fertigkeiten ins Spiel, zum Beispiel die Tentakel, die Danae beschwören kann. Für das Ausschalten dieser Einheiten kriegt man auch keine Siegpunkte. Falls sich jemand eine Kampfgruppe mit weniger als 100 Punkten zusammenstellt, darf er oder sie entscheiden, wer die erste Aktivierung in der ersten Aktivierungsphase ausführt. Erst danach richtet sich dann die Reihenfolge für die Aktivierungsphasen nach dem Kampfwert. So, unsere Kampfgruppe ist fertig und bereit, nun geht es ans Spielfeld. Rapture wird auf einem 90 x 90 cm großen Spielfeld gespielt. Dabei könnt ihr einen Esstisch mit Schuhkartons nutzen oder diverse Spielmatten, auch im 3x3 Feed-Format. Oder ihr habt bereits eine schick gearbeitete Spielplatte für eure Tabletop-Systeme oder baut euch noch eine. Unser Spiel ist ja im 32 mm Maßstab, da passt viel Gelände, was es sowieso schon gibt. Das Spielfeld wird also auf 90 x 90 cm vermessen. Jeweils 10 cm breit sind die Aufstellungszonen für eure Kampfgruppen zu Beginn des Spiels. Wenn ihr zu zweit spielt, liegen sich diese gegenüber. Spielt ihr zu dritt oder zu viert, befinden sich die Aufstellungszonen in den Ecken und sind jeweils Quadrate mit 15 x 15 cm. Mehr dazu findet ihr auch bei den verschiedenen Spiel- und Mehrspielermodi im Regelbuch. Das Spielfeld hat dazu noch einige Linien, wie die Spielfeldmittellinie, die Spielfeldhalbierende, die Spielfelddiagonalen und den Spielfeldmittelpunkt. Dazu wird auch zwischen der eigenen und der gegnerischen Spielfeldhälfte unterschieden. Diese Bezeichnungen sind wichtig für zum Beispiel den Aufbau der Missionen, damit man weiß, wo welches Missionsziel zu platzieren ist. In diesem Schritt sollten auch Einheiten gekennzeichnet werden, damit diese später klar erkennbar sind, welches Modell bei Trupps zum Beispiel zu welchem Lebenspunktebalken auf der Profilkarte gehört. Nachdem das Spielfeld nun klar abgesteckt ist, wird Gelände platziert. Wie ich schon im Video zu den Geländeregeln erzählt habe, besprecht dabei, welches Gelände ihr zur Verfügung habt und wie welches Geländestück einzuordnen ist. Ist es jetzt normales Gelände oder schweres Gelände? Zählt diese Pfütze da zum Beispiel als Gewässer? Beeinträchtigt zum Beispiel durchsichtiges Gelände oder auch ein Stück Geländer die Sichtlinie oder eben nicht? Für ein Standardspiel empfehlen wir 3 bis 4 Gebäude und 5 bis 6 kleine Hindernisse. Ihr entscheidet aber natürlich selbst, ob ihr mehr oder auch weniger verwenden wollt. Auf unserer Seite gibt es im Download-Bereich auch Print-and-Play-Gelände und Gebäude zum selbst ausdrucken und zusammenbauen. Wenn klar ist, welche Geländestücke ihr benutzen wollt, stellt ihr diese auf. Dazu würfelt ihr einen Würfel, der mit der höchsten Zahl fängt an. Nimmt das erste Geländestück und platziert es auf dem Spielfeld. Danach geht es im Uhrzeigersinn weiter, bis alle Geländestücke platziert sind. Geländestücke dürfen nicht in Aufstellungszonen platziert werden und Gebäude müssen einen Abstand von mindestens 10 cm zueinander haben. Je gleichmäßiger ihr die Geländestücke auf dem Spielfeld verteilt, desto fairer und ausgeglichener kann dann auch das Spiel sein. Nun ist das Spielfeld komplett aufgebaut, jetzt gilt es, die Mission zu wählen, die ihr während dem Spiel verfolgen möchtet, um so möglichst viele Siegpunkte zu sammeln. Jede Mission spielt sich anders und es kommt natürlich auch auf die Fraktion und die Zusammenstellung eurer Kampfgruppe an, wie sich jede Mission spielen lässt. Jede Fraktion hat Stärken und Schwächen, verschiedene Einheiten haben unterschiedliche Synergien und nicht zuletzt hat auch natürlich jeder seinen eigenen Spielstil. Daher bieten wir euch die Möglichkeit, aus dem kompletten Missionspool, den wir haben, 3 Missionen bewusst auszuwählen.
Von diesen 3 Missionen ziehe ich dann eine verdeckt und das bestimmt dann meine Mission für das Spiel. So soll trotzdem noch ein bisschen der Zufallsfaktor mit einfließen und man geht seinen Mitspielern nicht immer nur mit der gleichen Mission auf die Nerven, die man einfach ständig spielt. In jedem Starter sind 3 verschiedene Missionen, dazu gibt es auch noch einen Missionsbug mit zusätzlichen Missionen. Je mehr Fraktionen und Starter erscheinen, desto mehr Missionen wird es auch in Zukunft geben, aus denen man auswählen kann. Manche Missionen haben ein Fraktionssymbol, wie beispielsweise die der Engel. Das bedeutet, dass diese Mission nur von dieser Fraktion gewählt und gespielt werden kann. Beachtet auch, dass jeder seine eigene Mission verfolgt. Man kloppt sich also nicht einfach stumpf an der gleichen Stelle um eine Sache. So kann man auch nur mit den eigenen Missionszielen interagieren. Die gegnerischen Einheiten sehen diese quasi nicht. Auch gibt die Missionskarte die entsprechende Missionsfertigkeit, um mit dem Missionsziel interagieren zu können. Der Gegner hat diese Missionskarte nicht und auch die Fertigkeit demzufolge nicht. Missionsziele blockieren nie die Sichtlinie und geben auch keine Deckung, selbst wenn man sich eigene Marker hier als Missionsziele bastelt, die als Modell in die Sichtlinie reinragen würden. Die Missionen werden offen gespielt, also weiß ich zumindest, welche Mission mein Gegner verfolgt und kann entsprechend agieren, um meinen Gegner das Erreichen der Missionsziele halt so schwer wie möglich zu gestalten. Es gibt mehrere Arten von Missionszielen. Stationäre Ziele sind fest auf dem Spielfeld positioniert, diese darf ich nicht bewegen oder verschieben. Ich darf meine Einheiten darüber bewegen, aber nicht auf ihnen stehen bleiben. Areale beziehen sich auf eine abgesteckte Fläche, ein Geländestück oder einen Spielfeldabschnitt. Bei Rapture-Missionen ist ein Areal zum Beispiel oft eine Fläche mit der Größe einer Rapture-Spielkarte. Ich darf meine Einheiten darüber bewegen und auch auf ihnen stehen bleiben. Die Einheit zählt auch als im Areal, wenn die Base das Areal auch nur teilweise berührt, muss also nicht komplett drin stehen. Objekte können von Einheiten aufgenommen werden, wenn sich die Einheit in Base-to-Base mit dem Objekt-Missionsziel befindet. Das Objekt wird dabei auf oder eben neben die Profilkarte der Einheit gelegt und wenn eine Einheit, die ein Objekt trägt, als Verlust entfernt wird, bleibt das Objekt an dieser Stelle liegen. Verbündete Einheiten dürfen es dann aufsammeln und müssen für das fallen gelassene Objekt auch keine Kosten wie zum Beispiel einen Aktionspunkt bezahlen. Nur in Base-to-Base-Kontakt hinlaufen und aufnehmen. NPCs oder Non-Player-Characters sind Missionsziele, Charaktere, die entsprechend den Regeln auf der Missionskarte agieren. Eure Einheiten dürfen sich über NPCs bewegen, aber nicht auf ihnen stehen bleiben. Verwundbare Missionsziele haben zudem Lebenspunkte, die als Ziel von Angriffen gewählt werden können. Wenn alle Lebenspunkte ausgekreuzt wurden, wird auch dieses Missionsziel vom Spielfeld entfernt. Diese Missionsziele werden beim Spielaufbau nach einer festgelegten Reihenfolge aufgebaut und platziert. Die Person mit dem niedrigsten Kampfwert einer Kampfgruppe beginnt und platziert alle Missionsziele. Danach ist die Person mit dem nächsthöheren Kampfwert dran und platziert auch alle Missionsziele und so weiter, bis alle Mitspieler die Missionsziele auf dem Spielfeld platziert haben. Auf der Missionskarte ist beschrieben, wo die Missionsziele zu platzieren sind. Runde Missionsziele werden immer mit ihrem Mittelpunkt gemessen und platziert. Missionsziele wie Areale mit einer umgedrehten Spielkarte müssen den Abstand zur Kante der Karte einhalten. Falls ein Missionsziel zum Beispiel wegen Gelände nicht an dem bestimmten Ort platziert werden kann, platziert es einfach so nah wie möglich an diesem Ort, wo das Gelände das eben zulässt. Missionen werden offen neben das Spielfeld gelegt und sind für jeden Spieler einsehbar. Wenn alle Missionsziele klar platziert sind, wird es Zeit, die Kampfgruppen aufzustellen. Hier beginnt die Person, die die meisten Einheiten hat. Danach kommt der nächste mit der nächsten niedrigeren Anzahl Einheiten. Bei Gleichstand wird es ausgewürfelt, die höhere Zahl platziert zuerst. Also nehmen wir an, ich fange mit der Aufstellung an, ich platziere dann die erste Einheit, danach stellt mein Gegner eine auf und so weiter, bis alle Einheiten auf dem Spielfeld platziert wurden. Auch hier werden die Profilkarten wie die Missionskarten offen neben das Spielfeld gelegt, damit man diese jederzeit anschauen kann. Falls während dem Spiel weitere Einheiten oder Gegenstände platziert werden müssen, dann gilt auch diese Reihenfolge. Und falls 2 oder mehr Spieler zusammen spielen, gelten diese als ein Team. Warum beginnt aber eigentlich die Person mit den meisten Einheiten auch noch mit der Aufstellung? Nun, stellt es euch so vor, wenn ich weniger Einheiten habe, die ich aufstelle und auch noch zuerst aufstellen soll, bin ich im Nachteil, weil wenn ich bereits mit meiner Aufstellung durch bin, hat mein Gegner immer noch mehr Einheiten übrig und kann viel besser auf meine Aufstellung reagieren. Wenn ich also 3 Einheiten habe und beginne und mein Gegner hat 4, dann habe ich schon alle meine Einheiten quasi aufgestellt und mein Gegner hat immer noch 2 Einheiten übrig. Deswegen soll das mit dieser Aufstellungsreihenfolge einfach etwas fairer gestaltet sein. Das war jetzt also alles zum Spielaufbau.
Eine lange Erklärung, gebe ich zu. Allerdings habe ich versucht, so viel wie möglich zu erzählen und auch ein paar Eventualitäten abzudecken. Im Regelbuch ist es noch ein klein wenig ausführlicher, aber es ist ganz viel Regelblabla und klingt alles langwieriger und komplizierter, als es am Ende ist. Wenn ihr einfach ein paar Spiele gemacht habt, geht es quasi ganz von allein und dauert auch nicht länger als ein paar Minuten. Und manche Brettspiele brauchen da alleine schon mehr Aufbauzeit. Jetzt ist also alles aufgebaut und platziert, das Spiel kann losgehen. Der Spielablauf folgt jeder Runde der gleichen Reihenfolge und wir spielen 6 Runden lang oder auch mal kürzer, wenn die gegnerische Kampfgruppe schon vor Ablauf der 6 Runden ausgeschaltet wird. Jede Runde hat 3 Phasen. Die Vorbereitungsphase, die Aktivierungsphase und die Nachbereitungsphase. In der Vorbereitungsphase wird die Runde vorbereitet. Hier werden Siegpunkte ermittelt, wenn zum Beispiel eine Mission oder Fertigkeit Siegpunkte in der Vorbereitungsphase vergibt. Trupps und Verbände werden in deren spezifische Formation gebracht, wenn diese vorher aufgebrochen wurde. Die Aktions- und Reaktionspunkte werden aufgefüllt und falls eine eurer Einheiten sich auf der Flucht befindet, wird jetzt auch die Fluchtbewegung ausgeführt. Mögliche Aufstiege werden gewürfelt. Und es wird dann auch der Kampfwert bestimmt und verglichen, um zu wissen, wer in dieser kommenden Runde nun die allererste Aktivierung hat. In der Aktivierungsphase findet dann das eigentliche Spielen statt. Ich bewege meine Einheiten, führe Angriffe aus, erfülle meine Missionsziele, interagiere mit NPCs, Objekten und so weiter. Ich tue also mit einer Einheit alles, was ich so tun kann, um so dem Sieg der Partie näher zu kommen. Wenn ich mit meiner Einheit keine Aktionspunkte mehr habe bzw. nichts mehr Sinnvolles damit anstellen kann, ist mein Gegner dran, aktiviert wiederum eine Einheit und so weiter. Wenn keiner mehr Einheiten zum Aktivieren hat, ist die Aktivierungsphase vorbei und die Nachbereitungsphase beginnt. In der Nachbereitungsphase schaue ich auch zuerst an, ob ich Siegpunkte verdient habe, die wiederum in der Nachbereitungsphase gewährt werden. Wenn ich Statuseffekte wie zum Beispiel Brand habe, werden diese Statuseffekte jetzt abgehandelt. Die restlichen Aktions- und Reaktionspunkte, die ich nicht verbraucht habe, verfallen, werden aber dann ja in der nächsten Vorbereitungsphase wieder aufgefüllt. Und ich prüfe nach, ob sich Lücken in Nahkämpfen bei Trupps oder Verbänden ergeben haben und rücke die Modelle jeweils nach, sodass meine Modelle wieder in Base-to-Base im aktiven Nahkampf mit der gegnerischen Einheit stehen. Am Ende vom Spiel werden dann die Siegpunkte ermittelt. Man bekommt Siegpunkte für jede Einheit des Gegners, die man selbst ausgeschaltet hat, und zwar so viele, wie die Einheit an Punkten kostet. Schaffe ich es auch noch, alle Einheiten eines Gegners oder im Mehrspielerspiel Einheiten im Wert von 100 Punkten auszuschalten, kriege ich nochmal 30 Siegpunkte als Bonus. Und natürlich werden dazu noch die Siegpunkte addiert, die ich durch meine Mission sammeln konnte. Am Ende gewinnt die Person, die mehr Siegpunkte hat. So läuft also ein Rapture-Spiel ab und dauert je nach Erfahrung so 60 bis 90 Minuten. Man kann also auch mehrere Runden an einem Abend zocken und muss nicht das ganze Wochenende dafür einplanen. Wir haben ja alle kaum bis wenig Zeit heutzutage. Das war nun das letzte Video zur Reihe der Regeln. Ihr wisst also nun so gut wie alles, um Rapture gut zocken zu können. Für Spitzfindigkeiten und besondere Spielsituationen bietet das Regelbuch natürlich noch etwas tiefergehende Erklärungen. Unser FAQ auf der Webseite im Download-Bereich hilft auch noch bei den verbliebenen Fragestellungen. Oder ihr fragt uns selbst oder unsere Community direkt in unserem Discord, falls ihr etwas wissen möchtet. Beachtet auch bitte die jeweils aktuellen Errata zu einigen Missionen und Einheiten. Die aktuelle Version gibt es auch immer im Download-Bereich. In Zukunft werden wir euch noch die Rapture-Einheiten wie Trupps und Verbände vorstellen und etwas näher beleuchten, dazu auch unter anderem unsere Add-ons, Plündern, Klima und Kreaturen näher vorstellen. Habt ihr noch ein Thema, zu dem ihr euch noch ein Video wünschen würdet? Lasst es mich wissen und schreibt es gerne in die Kommentare. Für heute war's das aber von mir. Danke fürs Anschauen, ihr wisst, was zu tun ist. Liken, sharen, followen. Bei Posts den Hashtag RaptureTheGame nicht vergessen. Links zu allem findet ihr wie immer in der Beschreibung. Macht's gut und bis zum nächsten Mal in der Welt von Rapture.